Hallo zusammen, ich bin Melanie und ich arbeite bei Show Veranstaltungstechnik. Wir zeigen euch, wie wir mit dem Nexo ID84-System und den Excellent Line Designstelen arbeiten. Als erstes schauen wir uns die Lautsprecher an und bauen anschließend zwei Varianten des Stativs auf. Dabei hilft mir der Marc. Wir arbeiten seit ca. 25 Jahren mit Nexo-Lautsprechern und haben jetzt auch das ID84 im Einsatz. Das Nexo ID84-System hat drei Elemente. Das ist der eigentliche Lautsprecher ID84, die Low Extensions ID84L und der IDS 312 Subbass. Der Säulenlautsprecher von Nexo fügt sich aufgrund seines schlichten Designs perfekt in unser Repertoire für den Corporate Event-Bereich ein. Wichtig für uns bei dem System ist die Skalierbarkeit. Das bedeutet, dass der ID84 und der ID84L in verschiedenen Kombinationen mit den Designstelen betrieben werden können. Wir haben zwei Varianten von dem ID84-Stativ. Typ 1, der nur für den gestellten Betrieb, und Typ 2, der für den hängenden Betrieb geeignet ist. Hier haben wir den Typ 1 des Stativs mit zwei ID84-Lautsprechern in einem Case verpackt. In dem Case sind die Verlängerungen, ein paar Sonderteile sowie die Typ 1 Bodenplatten enthalten. Die Typ 1 Bodenplatte ist für den stehenden Betrieb gedacht und reicht für die meisten kleineren Anwendungsfälle aus. Es gibt noch die Typ 2 Bodenplatte. Diese ist größer und für den hängenden Betrieb geeignet. Zur Montage des Lautsprechers verwenden wir den Excellent Line Universalkopf HD mit dem ID84 Adapter. Je nachdem, ob wir hängend oder stehend bauen, wird dieser anders montiert. Zuerst bauen Marc und ich zwei ID84-Lautsprecher mit der Variante Typ 1 auf. Die Verlängerungen lassen sich ohne Werkzeug zusammenstecken und haben standardmäßig eine Wandstärke von 5 mm, sind also für hohe Lasten geeignet. Bei niedrigen Aufbauten lässt sich das Kabel einfach von oben durchfädeln. Auf den Winkel wird die Nexo ID84 gestellt und festgeschraubt. Jetzt haben wir die ID84 auf einer Höhe von 2,20 Meter stehen. Eine gute Höhe für eine Sprachbeschallung mit ca. 100 stehenden Personen, da die Hochtontreiber des Lautsprechers sich an der Oberseite befinden. Die Kapazität lässt sich nun leicht mit einer weiteren ID84 erweitern, die kopfüber auf die erste ID84 gestellt wird. Das Setup hat jetzt eine Gesamthöhe von 3,20 Meter. Der IDS 312 passt mit seinen 1,20 Meter exakt unter die Designstelle, ohne die Anschlüsse zu verdecken. Nun ist das System für Musik oder ein kleines Konzert geeignet. Nun sehen wir Typ 2. Bei höheren Aufbauten empfehlen wir, das Kabel von unten Stück für Stück durchzuführen. Ab einer gewissen Höhe legen wir die Stele auf ein Case ab. Auf den Universalkopf HD wird der ID84-Adapter jetzt als Ausleger ummontiert. Dieser Heavy-Duty-Kopf hat eine Stahlplatte eingeschraubt und ist dadurch auch für dezentrale Lasten verwendbar. An die Vorderseite kommt eine Ringöse für die Montage des ID84 Flugbügels. Nun ziehen wir das Kabel auf die gewünschte Länge zurück. Das geht aber auch später noch. Zur Vormontage bauen wir zwei ID84 aufeinander und setzen am obersten Lautsprecher den Flugbügel an. Dann wird der Flugbügel im gewünschten Winkel an den Adapter gehängt. Natürlich gegen Wegrutschen gesichert, lässt sich das Stativ im Gesamten aufstellen. In unserem Setup ergänzen wir die zwei ID84 mit einem ID84L Low Extension. Es lassen sich mit ID84-Couplern von Nexo maximal 4 ID-Komponenten miteinander verbinden. Man sieht die Hochtoneinheit bei ca. 3,20 Meter Höhe. Das ist eine gute Höhe für eine schöne Ausbreitung der hohen Frequenzen. Durch die große Bodenplatte von 80 x 80 cm und die dicke Wandung kann die Excellent Line Stele höher gebaut werden als andere Stative. Hier beispielsweise auf 4,40 Meter,
Mit 300 cm Verlängerung, einer 80 cm Verlängerung und einem 60 cm langen Kopf. Spätestens jetzt werden die Vorteile der Excellent Line deutlich. Eine so hohe Bauweise in dieser Optik mit statischem Nachweis ist bei anderen Stativen aktuell nicht verfügbar. Den Link zur Statik und alle Infos zu diesen Produkten findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr spezielle Fragen zur Verwendung von Nexo mit Designstählen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.